Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der FiveM-Reihe. Und zwar habe ich heute was ganz Besonderes für euren Server. Und ja, es geht um Ganggebiete einnehmen. Wir können hiermit halt Ganggebiete anzeigen lassen und natürlich auch einnehmen lassen. Und nur die Jobs, die eingetragen sind in der Config, können so das Ganze dann auch gegenseitig erobern und wieder zurückerobern. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ziemlich simpel, wir sind jetzt hier die Grove Street und zwar habe ich das Ganze so weit umgeschrieben, dass ich mit dem Police Job jetzt grün bin. Und wir gehen jetzt einfach hier auf entspannt zu den Vagos und nehmen als Police dann hier alles ein. Ja, zum Beispiel. Und zwar das machen wir dann einfach mit der Taste F11. Somit kriegen wir oben jetzt noch eine Information. Und wenn wir auf die Karte schauen, blinkt auch dieses so Gebiet halt auf. Somit könnten jetzt die Vagos kommen und das Ganze dann zurückerobern bzw. beschützen. Zudem gibt es natürlich auch noch so Belohnungen, die wir dann auch noch einstellen können für die so Gebiete. So, das heißt entweder ein paar Items oder Items und Geld und so weiter und so fort. Ja, wie wir hier sehen, haben wir hier die Vagos halt. Ne? Hier haben wir auch mal eine kleine Information, was wir auch so bekommen. Wir bekommen gleich halt $3.500, 5-mal Brot und 3-mal Wasser. Und so können wir das Ganze halt immer nachschauen, was wir dann überall bekommen. Ja. Ja, hier haben wir auf jeden Fall die Lost MC. Hier die Crips. Und hier uns, also wir jetzt. Und hier natürlich die Ballers. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Und ja. Nun haben wir auch das Gebiet und wir haben auch so das Geld bekommen und ja, jetzt so gehört uns das Gebiet hier auch noch. Und so könnt ihr halt so das Ganze halt für die Spieler halt interessanter machen. Ja, wenn wir das Script zum ersten Mal so gestartet haben, müssen wir den Server nochmal neu starten. Mit dem ersten Start werden halt für die Datenbank natürlich noch die Fraktionen dann hinzugefügt. Und wenn ihr das jetzt nochmal neu startet, dann ist dann auch alles so geladen. So, wenn wir das Ganze dann heruntergeladen haben, ich werde euch alle Links unten in die Videobeschreibung mit reinpacken. So, das heißt, ihr könnt euch da alles halt runterladen einmal und einmal auspacken. Und sollte noch -main Master dahinter stehen, dann immer das entfernen. Ja, hier haben wir einmal das Hauptscript, hier haben wir das Blip-Script für die Information. Wir brauchen zudem noch ESX Legacy und das Ox Inventar und das Ox Target ist jetzt nur, kann man installieren, und wir brauchen noch Ox Lib. Werde ich euch alles unten in die Videobeschreibung mit reinpacken, könnt ihr euch dann bequem herunterladen. Gut, ja, wie funktioniert das? Wir gehen einfach in unseren Resource Ordner rein und ziehen uns diese zwei Ordner in den Resource Ordner. Und wenn ihr so den Rest noch nicht installiert habt, aber dazu hatte ich ja schon ein Video gemacht. Genau, so das müsst ihr dann nachinstallieren. Gut, so als nächstes müssen wir natürlich wieder zurück und in die Server CFG. Und hier müssen wir die zwei Ordner dann nochmal starten. Ja, speichern und Server neu starten. Beziehungsweise müssen wir jetzt nochmal in die Datenbank und dazu habe ich hier einmal, kopieren wir uns hier einmal alles raus, kopieren und gehen dann in die Datenbank. Wenn wir dann in der Datenbank angekommen sind, haben wir diesen Ordner noch nicht, beziehungsweise diese Spalte noch nicht. Die werde ich jetzt einmal kurz entfernen. So,
Dann gehen wir hier oben auf SQL und können das hier reinkopieren und auf OK und fertig ist es. So, jetzt könnt ihr den Server neu starten und ihr habt das Skript dann soweit erfolgreich installiert. Wie gesagt, so beim ersten Mal müsst ihr halt den Server nochmal neu starten und dann wird auch alles ordnungsgemäß geladen. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns noch die Config an und ja, da gehen wir einfach rein und können uns die Config einmal öffnen. Hier oben fängt das dann halt an. Hier haben wir den Key, also so die Taste. Und ja, hier haben wir den Übersetzungspart, ja, komplett. Das könnt ihr euch schnell auf Deutsch übersetzen. Und hier haben wir den Whitelist-Part, so das heißt, hier kommen die Whitelist-Jobs rein, die halt so das Ganze auch machen dürfen. Und hier hatte ich mir das ja umgeschrieben, denn ich hatte jetzt keinen Growth-Suite Job drauf. Und hier habe ich auch die Zone für die Police halt mit reingepackt, halt als Test. Und ja, hier könnt ihr halt alles anpassen. Und zwar hier einmal so den Namen halt, ja. Und hier den Jobname rein, falls ihr ihn ändern möchtet. Hier habt ihr noch die Koordinaten und so weiter und so fort, ja. Und hier habt ihr die Belohnungen, was man bekommt für das Gebiet zum Erobern, ja, wenn man es geschafft hat. Und ja. Hier könnt ihr noch den Blip-Typ halt komplett anpassen. Und hier geht das dann wieder von vorne los für die Ballas jetzt und dann für die Vargos und so weiter und so fort. So könnt ihr halt auch mehrere Zonen noch hinzufügen. Die Zonen kleiner machen, größer machen, je nachdem, wie ihr es halt möchtet. Gut Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and